Yep. Und ich bin da. Gesundheit, Spiritualität und das Leben als Einzelerzieher. Über das möchte ich heute sprechen. Und das ist etwas, ich habe in mein blaue Buch, habe ich ganz klar im Anfang geschrieben, da gibt es noch ganz viel über Gesundheit als Verlust zu besprechen, aber ich war in dem Moment nicht so weit. Langsam bin ich so weit und vor allem, was wichtig ist, was meine 20 Jahre Mysterienschule, Ausbildungen dazu beigetragen haben, dass ich eine bessere Gesundheit habe. Also, mein größtes Problem, und da bin ich sicher nicht die Einzige, ist, weil man an mich nicht wirklich etwas sehen kann, gehen Leute immer davon aus, die ist doch ganz gesund. Warum hat sie immer so ein kompliziertes Leben? Warum macht sie solche blöde Entscheidungen? Warum geht sie immer wieder weg von einer Wohnung oder von einer Stelle oder von einer Beziehung? Gesundheit ist ein sehr großes Thema in meinem Leben. Weil man es mich nicht ansieht, ist es oft schwieriger. Ich habe zum Beispiel als 11-Jähriger habe ich das erste Autounfall erlebt, wo ich ein Schleudertrauma erlitten habe. Es wurde damals aber gar nicht anerkannt. Ich meine, stell dir vor, ich bin aus 1974, 11 Jahre alt, sprechen wir über 1985. Schleudertrauma war in dem Moment überhaupt kein Thema. Das kannte man nicht. Das war nicht anerkannt als etwas, was Schaden am Hirn bringt. Und dass die Folgen davon manchmal negativ Einfluss haben, um es so zu sagen. Also erstens, ich muss sagen, ich bin der Meinung, dass alles, was ich jetzt erzählen werde, wirklich Teil von meinem Destiny, Schicksal ist. Weil ich habe deswegen so viel müssen testen, erforschen, ausprobieren, durchleben und wieder mal anschauen, was ist das doch, warum ist das wieder, warum fühle ich mich so, warum bin ich wieder nach nur ein paar Stunden Arbeit komplett flach? Weil ich ja Hotelfachschule gemacht habe, habe ich extrem lange in die Gastronomie geschafft und es ist dem Moment, dass ich am Arbeiten bin in die Gastronomie, freue ich mich mega. Ich habe riesen Spaß, ich habe Freude. Was Gästen und was Arbeitgeber und Arbeitskollegen nie gesehen haben bei mir, ist, dass wenn ich denn zu Hause kam, ich flach war. Und den letzten Job hatte ich das Glück, dass das ein Abendrestaurant war, dass ich erst um 5 Uhr am Abend einsatzbereit sein müsste. Ich war auch oft sicher bis 3 Uhr nachmittags wertlos, nutzlos. Keine Energie zum Schreiben, keine Energie fürs Haushalt, für ganz viele Sachen nicht. Also jetzt fragst du dich vielleicht, aber was war es denn in deinem Leben, dass es alles stattgefunden hat? Und warum ist das denn so? Ist das nicht einfach übertrieben? Also, wie gesagt, erster Schleudertrauma mit 11 Jahre alt. Im gleichen Sommer, und hör mal zu, war ich mit unserer Familie auf dem Campingplatz, gerade über die Grenze in Deutschland. Und da ist vor uns ein Zelt, also vor der Caravan-Zelt, der Wohnwagenzelt, ist ein Blitz eingeschlagen. Und das hat mich in dem Moment hintergeworfen. 11 Jahre alt. Alle gute Sachen passieren zweimal, bei mir sind es 3-mal. Das bedeutet, in 2003 habe ich erneut ein Schleudertrauma gehabt. Das hat 3 Monate später bin ich bei einem Neurolog gelandet, weil mein Betriebsarzt in Holland meinte,
du hast gar keine Probleme, du kannst wieder arbeiten. Und ein Freund von mir, der mittlerweile verstorben ist, hat 10 Jahre lang auf Ambulanz gefahren. Und da hat der Arzt auch gesagt, schau ihr an, die ist zu nichts fähig, das ist nicht vortäuschen, ihr geht's nicht gut. Nein, interessiert mich nicht, sie kann wieder 50% anfangen. Kannst du dir vorstellen? Das war für ein ganz tolles Betrieb, aber das tolle Betrieb hatte Teller, viel Reuenboch, mega schön, 900 Gramm schwer, wo man bis zu 6 Teller abräumen musste, in die Küche bringen. Stell dir mal vor, 6 mal 900 Gramm. Und du hast hier durch den Neurolog ein mittelschweres Trauma, wurde festgestellt, 3 Monate später. Im vorherigen Video habe ich ja gesagt, ich bin mir bewusst, dass ich in vorherigen Leben Magie missbraucht habe. Und dass es deswegen eines von meinen Lebenslektionen war, um lernen umzugehen und das Tragen von Verluste. Ich bin bewusst von das. Aber auch wenn ich meinen Kopf nicke, habe ich hier Schmerzen. Und ich bin jetzt 52. 2003 schon lange her. Aber wenn etwas nicht gut behandelt wird, kann es extrem viel Effekt haben. Dazu kam in 2005 erneut ein Whiplash. Was noch war das? Ist okay. Der war milde, aber weil ich es schon ein paar Mal erlebt habe, habe ich es erkannt, oder? Damals war ich aber in der Schweiz und ich habe mich mega gestaunt. Weißt du, was der Hausarzt gemacht hat? Ohne Rückfragen hat er gesagt, hat mich angeschaut, hat er gesagt, 6 Wochen krank, komplett nicht arbeiten und gab mich Tigerbalsam und Paracetamol. Also das war das Erstaunliche. So von, wie kann man ein Schleudertrauma mit Tigerbalsam und Paracetamol heilen? Habe ich nicht verstanden. Leider hatte ich damals ein Team, weil es im Herbst stattfindet, die dachte, dass es vorgetäuscht war, weil ich den Herbst genießen wollte. Das war nicht der Fall. Und das ist eins von meinen anderen Schmerzen, dass ich ständig nicht geglaubt werde, was los ist, was passiert ist. Aber es gibt ab und zu Menschen, die mich glauben und sagen von, boah, ist aber krass. Weil, da gab es noch einen zweiten Vorfall vom Blitzeinschlag. Also musst du dir vorstellen, ein Schleudertrauma gibt es ein wahnsinniger Schlag auf das Körper. Das ganze Nervensystem, was hier in den Nacken runtergeht, wird getroffen. Dementsprechend wird das ganze Körper getroffen. Das ist nicht so einfach. Vor allem, wenn die westliche Medizin hat mich komplett im Stich gelassen. Hat mich nichts gegeben zum Helfen, zum Unterstützen, zum Heilen, nichts. Ja, da muss man selber Wege finden, gell? Neben den trotzdem wieder einen Job anfangen, die man liebt und dann jeden Tag kaputt sein, flach auf der Couch liegen und dann, wenn es nicht mehr geht, wieder kündigen. Es gibt noch etwas anderes, was auch mega Impact hatte. Ich habe dich schon erzählt, mit 11 Jahre alt hatte ich einen Blitzeinschlag, gerade vor der Nase, gell? So, ich gab noch eine. Ich habe auf den Bürgerstock gearbeitet, zweimal, mehrmals in 2000, 2001 und von 2017 bis 2020. Das zweite Jahr, und die Geschichte kommt in eins von meinen Büchern, bin ich im Hammelschland-Restaurant gelandet, durch Umstände, weil ich mal wieder wie im vorherigen Video schon bereits erwähnt habe, ich habe höhere Ethik, Werte und Normen und Werte, habe ich mal wieder gekündigt. Der Chef, der F&B-Manager war nicht einverstanden, hat gesagt, nein,
die Italiener gewinnen nicht. Ich lasse dich nicht gehen, du gehst irgendwo anders. Habe ich den Innerrad Bögenstock auf der Hammelschwand gearbeitet. Mega cooler Job. Habe ich mega viel gelernt von Kommunikation mit Bergen, mit Wesen, Natur, mit Menschen. Da gab es einen Tag und ich lächle, weil für mich ist das nicht etwas Negatives, trotz dass ich weiß, dass es einen wahnsinnigen Impact auf mein Nervensystem hatte. Es war ein regnerischer Tag. Was habe ich gemacht? Kennst du die Hammelschwand? Tu mal googeln, ein mega cooler Lift. Der Lift ist nämlich an die Außenseite vom Felsen und er geht recht hoch. Ich glaube 150 Meter, bin mir nicht ganz sicher. Mega Geschwindigkeit. Dann kommt man raus, hat man einen Holzsteg und Metall auf die Seiten. Metall und Lift, gell? Also, stell dich vor, es gibt keine Arbeit. Ich habe entschieden, weil die Chefin war damals nicht da, ich war stellvertretender Chef. Es gibt überhaupt keine Gäste, ich gehe nach Hause. Ich stelle mich da wegen der Regen vor den Lift. Und auf einmal geht mein Körper nach vorne buff, und springt 3-4 Meter weiter weg auf das Holzgelände. Ich weiß noch, dass der René hat er geheißen, der Liftbediente, wenn ich endlich runterkam mit dem Lift, hat er mir gesagt, du, was hast du jetzt wieder gemacht? Das war mega, mega komisch. Du bist 4 Meter gesprungen. Wow. Und denke ja, der Blitz war eingeschlagen. Und dass ich in dem Moment checkte, ich lebe. Also mega cool. Ja. Das sind Exit Points. Exit Points nennt man, also ich habe das von Lee Harris und The Seas. Lee Harris tut immer The Seas channeln und die geben manchmal sehr nützlichere Informationen, wie zum Beispiel Exit Points. Dass es nicht einen Moment gibt, dass man sterben kann, aber es gibt durch das ganze Leben zum Beispiel, nennt etwas 70 Punkte, dass man sterben kann. Mittlerweile erkenne ich meine Exit Points sehr klar. Ich habe in die vergangenen Jahren ein paar erlebt und der eine ist etwas impactreicher als der andere, aber der mit dem Blitz, boah. Aber das war ein Impact, dass ich Freude hatte, an, dass ich noch lebte. Ja. Also, Nervensystem, was immer überbelastet ist, was man nicht sehen kann, aber was natürlich dafür sorgt, dass die Nervenstellen belastet sind. Und das ist nicht nur körperlich etwas, aber das geht als erste auf das Mentale. Man kann nicht gut denken. Und es geht auf das Emotionale. Was bei mir auch noch stattgefunden hat, ist auch sehr spannend. Habe ich nie durch einen Arzt bestätigen lassen. Kommt vielleicht irgendeinig. Das ist, dass ich in 2003 ging wieder zurück nach den Schleudertrauma. Ich habe auf einen bestimmten Punkt, habe ich mich nicht mehr fokussieren können. Und den Arbeitsweg war ungefähr 20 Minuten, weiß ich was. So etwas. Und dafür musste ich auf die Autobahn. Da hatte ich in einem Wochenende, dass ich die Kurve von der Autobahn nicht mehr checkte. Das heißt, ich bin anstatt, dass ich die Kurve genommen habe, bin ich geradeaus gegangen. Und ich habe es noch rechtzeitig können lenken. Das war ein Moment, dass ich dachte, es geht mir gar nicht gut. Das war der Grund, dass ich mich krank gemeldet habe bei meinen Chefs. Die haben das nicht erlaubt. Nö, du tust deine Arbeit sehr gut. Nein, du darfst dich nicht krank melden. Wieder das, dass ich nicht geglaubt werde, dass es mir nicht gut ist. Das ist, weil ich jemand bin, ich kann auf Autopilot Gastronomiearbeit wahnsinnig gut leisten. Ohne dass Leute merken, dass etwas nicht stimmt an mir. Das ist eine Stärke und das ist eine wahnsinnige Schwäche. Aber ich habe das zweite Wochenende, das war 8 Wochen nach das Schleudertraumereignis, habe ich wieder genau das Gleiche gemacht. Ich habe die Kurve nicht gut genommen. Und fast bei der Arbeit habe ich wieder eine Kurve nicht gut genommen. Und musst du wissen, meine Schwester ist in 1996 durch einen Lastwagenunfall
gestorben. Wenn man so etwas erlebt hat, ist man sehr alert auf solche Sachen. Man will doch nicht als Zweite in die Familie sterben, wenn es gar nicht notwendig ist, oder? Also sei mal ehrlich. Also ich will das nicht. Ja, da habe ich wirklich gemeint von, nein, Jungs, ihr könnt mir was. Heute arbeite ich noch, aber es ist Schluss. Ich tue mich krank melden. Es ist nicht mehr möglich. Mein Geistführerteam hat mir den Abend gesagt, von Helen, da wird heute Abend etwas passieren. Und wir werden alles dafür tun, dass du ganz nach Hause kommst. Aber Helen, sei vorbereitet, etwas passiert und du musst wirklich dich auch krank melden. Und das habe ich ja gemacht. Und ich weiß noch, dass ich irgendwo während der Arbeitsabend eine Pause machen musste, weil mir wurde es extrem schwindelig und ich hörte ein Splätsch in mein Hirn. Ich bin nach Hause gefahren, habe ich nicht mal geschafft. Hatte ich einen Boyfriend. Ich bin zu ihm gefahren, der war näher dran. Und ich weiß noch, ich bin zu ihm gefahren und ich war 2 Wochen lang bei ihm. Der hat mich versorgt. Ich war komplett flach. Ich habe nichts können machen. Meine Haut hat sogar wehgetan. Alles hat geschmerzt. Ich hatte in dem Moment einen Ersatzhausarzt. Der ist nur verrückt geworden mit meinen Chefs. Hat aber nichts damit gemacht. Kein einziger Arzt hat etwas daran gemacht, dass ich nachhinein neu rechnen lernen müsste. Dass ich mit Reden, was du manchmal noch immer hörst, Wörter nicht richtig im Satz einbaue. Oder dass ich gar nicht mehr weiß, was ich am Sagen bin. Das ist etwas, was habe ich ziemlich viel. Und das habe ich wirklich seit dem Moment. Also ich darf ruhig sagen von ja, ich bin ziemlich enttäuscht in die Western Medicine. Das ist auch der Grund, dass ich andere Wege gesucht habe zur Heilung. Etwas, was mir regelmäßig hilft, ist zum Beispiel, was ich in der Ausbildung gelernt habe, ist Spiritual Psychic Surgery. Dann tut man Ärzte, die verstorben sind und die noch immer das Heilende, das Helfende in sich haben und weitergeben möchten, die ausgebildet sind an einer bestimmten Psychic Surgery Schule. Die tun dann einfach entweder Blutgefäße destressen, das ist mega cool, wenn man das hat, oder andere Systeme. Das heißt, all mein körperlicher Schmerz, all mein körperliches Leiden, was man bei mir denn vielleicht nicht ansieht, aber es wirklich wieder erneut hochkommt in mein Leben, habe ich ja nie Unterstützung gehabt von Western Medicine. Ich habe so viel Unterstützung gehabt von Engeln, spirituelle Chirurgen. Die haben wirklich so viel Lebensqualität zurückgegeben an mein Leben. Weil, ich sag's dir, wenn ich den nicht gehabt hätte, denke ich überhaupt nicht, dass ich jetzt da wäre, wo ich jetzt bin. Wirklich nicht. Und mir geht's nicht darum, dass ich etwas beweisen muss. Weil für mich, ich bin mein lebendiges Beweis, dass es mir besser geht. Und das ist auch etwas, das ist eine von den größten Geschenke. Von alles, was ich erlebt habe und was ich erlitten habe. Dass ich auch einen Weg gefunden habe, was für mich funktioniert. Entschuldigung. Und was auch für dich funktionieren könnte. Ich gebe dich einen Link nach meinem anderen YouTube-Kanal. Da gibt's nämlich Heilungsvideos, geführte Heilungsmeditationen, wo man zum Beispiel mit Spiritual Psychic Surgery Entspannung erfahren kann. Also, Moment, ich muss mal schauen. Ja, das Mikrofon funktioniert noch. Aber ich sag's dir, life is pretty shitty when you look fine, but you don't feel fine.
Das Leben ist ziemlich beschissen, wenn man gut ausschaut, gesund ausschaut, aber es von innen nicht so erfährt. Und vor allem ist es auch den Druck, den ich habe als Einzelerzieher, dass ich von der Gesellschaft erwartet werde, einen normalen Job anzugehen, wovon ich schon weiß, mein Leben hat es schon mehrmals bewiesen, es endet in einem Burnout. Was für einen Zweck hat das? Das macht doch keinen Sinn. Das kostet ja die Gesellschaft noch mehr Geld. Wenn ich ja jedes Mal in einen Burnout lande, dann komme ich in eine Krankmeldeperiode. Oder ich komme in eine Periode, dass ich nicht arbeiten kann, dass ich angewiesen bin auf die Arbeitslosenkasse. Wie bescheuert ist das? Deswegen bin ich jetzt dieses Mal daran und ich hoffe, dass die Schweizer Arbeitslosenkasse mitarbeitet, dass sie mich unterstützen möchten in einen kleinen Job, weil ich bin jemand, auf eine bestimmte Art braucht mein Körper das, ich brauche die Bewegung, weil die Gastronomie ist schön, es ist aber zu schwer, vor allem auch letzter Job hatte 2,5 Kilo Teller, wenn die voll waren. Aber es muss doch irgendwo etwas geben, wo ich mit einem ganz kleinen Job happy bin, in Community bin und nebendran, dass ich meine Bücher schreiben kann, meine YouTube-Videos machen kann, als meinen Beitrag für die Gesellschaft, für das, was ich selber eben alles erlitten habe und dann erlebt habe an Heilungsschritte. Und ich weiß, wir dürfen kein Heilungsversprechen abgeben. Das dürfen wir nicht. Das ist auch so schade. Deswegen sage ich auch immer, es ist ja, und das ist auch tatsächlich so. Es geht nicht nur darum, dass man sich heilt, es geht vor allem darum, dass man sich besser kennenlernt und akzeptiert. Genau wie ich akzeptiert habe, dass ich vergangene Lebens gelebt habe, wo ich Magie missbraucht habe, dass ich anderen Leid zugetan habe, dass ich dieses Leben dafür im Austausch selber viel leide und gelitten habe, damit ich checke, was für eine Verantwortung höheres magisches Bewusstsein mit sich bringt. Das habe ich mittlerweile kapiert. Und das ist auch etwas, wenn man das wirklich kapiert, dann, ich werde auch viele Bücher schreiben und viele YouTube-Videos hochladen, aber dann wird auch klar, dass das Leben, was ich gelebt habe und wie ich jetzt lebe, dass es keine Ausreden sind, dass es keine Flüchte sind. Weil ich möchte mal, das meine ich, es kommt vielleicht ein bisschen böse vor, wenn ich das sage, aber stell dich jetzt gerade in ein eigenes Leben vor. Und stell dir vor, du hattest 3 Schleudertrauma. Wie würde dein Körper denn jetzt fühlen? Und stell dir jetzt vor, dreimal, ich habe noch nicht alles erzählt, nämlich dreimal fast getroffen durch den Blitz. Was für einen Impact das hat auf die Körpersysteme. Nicht ein Tag, aber länger. Wie würde dein Leben jetzt sein, wenn du überlegst, wenn du Frau bist, kannst du es nachvollziehen. Das Mann vielleicht eher nicht, aber trotzdem, wie würde es sein, wenn dein Körper 3 Fehlgeburten hatte? Also, ich weiß nicht, ob es in Deutsch das richtige Wort ist, Fehlgeburt. Bei mir ist es im 3. Monat passiert, aber es hätte einen Impact auf den Körper und auf ganz viele emotionale Prozesse in sich. 3 Fehlgeburten. Und wie denkst du, dass das Leben ist, emotional gesehen, mental gesehen, wenn man bereits 3 ziemlich schwere Burnouts hatte? Der Vorteil von den Burnouts ist, dass ich herausgefunden habe, dass es verschiedene Sorten Burnouts hat. Es hat Adrenal Glands, Beinieren Burnout, es hat Nervensysteme Burnout gibt's. Es gibt so viel mehr Burnouts, das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, Burnout ist Burnout. Nein. Man kann verschiedene Überlastungen in verschiedene Systeme haben. Also bei mir ist
Deswegen, weil ich auch Adrenal-Gland, Beinnieren, Burnout hatte, ist das ein Schwächepunkt bei mir. Ich muss immer Sorge haben, ich muss bewusst ernähren, ich muss bewusst mit Vitaminen und Mineralien umgehen. So habe ich zum Beispiel eine Marke, ich darf natürlich keine Werbung machen. Ja, mache ich dann auch nicht. Aber so habe ich bestimmte Marken, die ich wirklich liebe, weil die haben wirklich nach Medical Medium Anthony William höhere Verfügbarkeit fürs Körper. Und das merke ich auch, wenn ich den nehme. Ich habe so viel ausprobiert mit Essen, ich weiß, was ich vermeiden muss. So habe ich zum Beispiel auch eine Milchproduktallergie. Und die Allergie kommt einfach, weil ich Epstein-Barr in meinem Körper habe. Vor allem in der Leber. Ja, und dann arbeitet man in der Gastronomie. Weißt du, wie cool. Weil wo isst man, wenn man in die Gastronomie schafft? Dann isst man in die Gastronomie. Dann isst man, was der Koch dich macht. Erst seit die letzten 3 Arbeitgeber, die haben immer 100%ig respektiert, dass ich meine Allergie hatte. Alles davor, keine Chance. Und dann habe ich denen gesagt, von hör mal zu, wenn ich Milch, Butter, Käse, Rahm, Milchsäure, Milchzucker, ich weiß auch nicht, was es genau ist, also ich weiß, dass es Epstein-Barr ist, wenn ich das einnehme, dann kommt bei mir Kopfweh hoch, ich fange an, durcheinander zu reden und ich bin einfach flach, kann ich nicht mehr arbeiten, bitte mach das nicht. Leider in ganz vielen Hotels wurde das ignoriert. Es war sehr schwierig, einen Job zu machen, wo es keinen Respekt gab für meine Gesundheit. Weil viele Leute sind entweder Vegetarier oder sind vegan aus Prinzipien. Ja, ich habe ein Prinzip hier. Ich möchte meinem Körper gut tun. Ich möchte nicht, dass ich krank werde. Ich möchte weil das tut Milchproduktallergie auch, ich möchte kein Gelenkeschmerzen. Ja, ich habe ein sehr interessantes Leben gelebt, das sage ich dir. Aber ich möchte jetzt einen nachhaltigen Weg finden, wo ich all meine Vorlieben, wo ich all mein Erlerntes mit euch teilen kann. Also, ich bin der Hoffnung. Ich habe es noch nicht getestet, ob das für mich nachhaltig ist. Das weiß ich nicht. Ich habe auch das Glauben, dass es für mich als Mensch notwendig ist, dass ich nicht nur meine eigene Arbeit mache, aber dass ich auch irgendwie entweder eine kleine Gastrojob mache oder einen Verkaufsjob. Ich liebe Verkaufen nämlich. Ja, ich denke, am liebsten würde ich irgendwo etwas verkaufen. Ich habe Spaß an das. Ich liebe Verkaufen. Das ist etwas sehr Schönes. Und das ist nichts Schönes, das habe ich überall immer bemerkt, dass wenn man etwas verkauft bekommt, mit Freude. Das ist das Coolste. Nicht mit Angst. So ein Blödsinn. Machen wir nicht. Wir machen mit Freude. Also, das Video für heute lange, gell? Für mich ist es immer gut, in die Öffentlichkeit zu teilen, was ich alles erlebt habe. Und in andere Videos werde ich manchmal tief darauf eingehen. Ich werde auch ein Buch schreiben im Sommer, wenn Farben schweigen, das graue Buch. Das geht über das. Dieses Engelchen habe ich mal vor Jahren gekauft. Ich weiß noch, mein damaliger Partner wurde verrückt darum, dass ich wieder etwas kaufte, was für ihn Kram war, was mich extrem verletzt hat. Weil für mich, im Moment, dass ich dieses sah, dieses Engelchen, war das für mich Symbol für die 3 Mädels, die in ein Fehlgeburt so früh wieder gegangen sind. Und was es nämlich ist, und das ist sehr spannend, und das musst wirklich zuhören, wenn eine Frau Fehlgeburten erfährt, bleibt da immer Residuen, immer Restspuren bleiben im Gebärmutter rein, was einen Einfluss hat auf Gestaltungskraft, Kreationskraft. Das wird ein Buch sein, bin ich ganz offen und ehrlich. Das Buch ist meine Meinung, wie ich das anschaue, von der ganzen Buchserie, weil ich habe das gelbe Buch, ich habe das rosa Buch, blaue Buch, grüne Buch, rote Buch, graue Buch. Das graue Buch
Ja, das ist zum Verarbeiten. Und ich stehe dafür. Und das finde ich okay. Ich darf auch mal von all die Büchern, die ich schreibe, ein Buch haben, die für mich ist, damit ich verarbeite. Damit ich Fehlgeburten verarbeite, aber auch, dass ich sexuelle Probleme verarbeite. Dass ich meine Ansichten mal teile. Weil ich denke, dass wenn du eine Frau bist und bestimmte Sachen erlebt hast im Leben, du wirst dich so viel erkennen im Buch. Oder vielleicht auch nicht. Muss ja auch nicht. Aber für diejenigen, die mehr über Sexualität, über Gestaltungskraft erfahren möchten, das graue Buch, was im Sommer kommt. Und ich bin auch ganz ehrlich, für mich ist es auch so, dass solche Sachen manchmal zuerst ausgearbeitet, verarbeitet werden müssen, damit wie das rosa Buch, das geht über Kreation, wirklich in die Welt kommen kann. Man muss in sich zuerst die Schattenseite verarbeiten. Und klar kann man währenddessen schon gestalten und kreieren und weiß ich was alles mehr. Aber das Optimale geht erst, wenn man Schattenseite auch verarbeitet wird. Und nicht, wie viele immer meinen, wenn ich doch nur Licht und Liebe brauche, dann ist die Welt okay. Aha, ja. Bullshit. Das ist Bullshit. Das wird vielleicht für ein Leben funktionieren. Vielleicht ein drittes Leben auch noch. Und dann kommt alles auf den Deckel. Also meine Empfehlung ist, Licht und Liebe. Liebe ich. Wirklich. Weil ich habe meine Schritte im Licht gesetzt. Mega cool. Aber was wichtig ist, dass es auch Schattenseite hat. Unverarbeitete Wunden in sich selber, die man verarbeiten muss. Da bin ich jetzt auf dem Weg. Also. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, abonniere dich auf das Kanal. Gib mir doch bitte ein Like. Ja, danke dir. Und tu es auch teilen, weil mit jeder, der es teilt, tut mein Kanal wachsen. Und kann ich mehr Menschen erreichen. Und vielleicht erreiche ich von die tausenden Menschen 20, die genau das brauchen, was ich zu sagen habe, was ich zu vermitteln habe, was ich offerieren kann an spirituelle Tools. Und die 20 Menschen, die können vielleicht genauso ein Leben gelebt haben wie ich. Und die wird es mega gut tun. Also wenn es nicht für dich ist, tu es dann für andere. Tu es dann auch indirekt von mir, weil ich möchte gerne anderen jetzt auch helfen. Mit alles, was ich selber erlebt habe, was ich selber erlernt habe, wie man mit ganz viel Bewusstsein, Aufmerksamkeit beim eigenen Körper und durch die verschiedenen Schichten der Existenz hin Lebenslektionen vollziehen kann, was einen sehr positiven Effekt hat auf die Gesundheit. Ja. Danke dir. Merci.